Und diese Instagram-Stories, die gucken bei mir am Tag 20.000 Leute. Also schafft es mal 20.000 Leute durch eine Galerie zu schleusen. Was ich oft geschrieben bekomme, ist gerade von jungen Menschen auf Instagram, dass ich ein Vorbild für die bin. Kunst auf Instagram. Ziemlich angesagt. Besonders auch bei jungen Leuten. Aber wer erfolgreich sein will, muss auffallen. Selfies, pinke Haare, Aldi-Tüte. Ich dränge sozusagen auch in die Öffentlichkeit. Das ist ein Vorteil, den ich habe. Also ich meine, alles, was ich mache und was ich auf Instagram poste, ist natürlich bedacht. Ich probiere mich halt auch abzusondern von der Masse, ganz klar. Wir treffen Künstler wie Lars Eidinger und Alexander Höller. Sie haben sich mit Social Media groß gemacht und verdienen jetzt teilweise ganz ordentlich. Also sowas kostet jetzt auf dem Markt ca. 23.000 €. Aber funktioniert das wirklich? Kunst erfolgreich auf Insta? Oder ist es nur heiße Luft? Das wollen meine Kollegin Anne und ich wissen. Anne steht in diesem Film hinter der Kamera. Hallo. Da rein? Dann kommen wir mal rum. Auf Instagram gibt es viele Künstlerinnen und Künstler. Er hier ist uns besonders aufgefallen. Alexander Höller. Voll tätowiert, knallige Farben, kitschige Texte. Finde ich ein bisschen übertrieben. Vor allem das Rumgepose. Aber scheint ja zu funktionieren. Alexander hat es mittlerweile auf fast 40.000 Follower gebracht. Eine Menge für einen Künstler. Wir wollen wissen, warum er so gut ankommt. Er hat uns in sein Atelier nach München eingeladen. Corona-Test haben wir natürlich gemacht. Das ist schon ein bisschen, wie ich mir das vorstelle, so als Künstler. So ein paar Bier, ein paar Prosecco. Alexander ist erst 24. Er sagt, mit 14 habe er sich mit dem Geld vom Ferienjob ein Airbrush-Set gekauft und seitdem jede freie Minute in die Kunst gesteckt. Heute steht Alexanders Atelier voll mit Leinwänden. Insgesamt etwa 100 Bilder, alle aus den letzten paar Jahren. Und der Teppich ist voller Farbe. Das sind jetzt Überziehschuhe, damit die schönen Schuhe vom Johannes nicht dreckig werden. Alexander sagt, einige Käufer seien schon im Sportwagen zum Atelier gekommen. Mit beigen Lederschuhen rein, mit bunten wieder raus. Aber bevor er zur Farbe greift, zeichnet er erstmal Skizzen. Und die Challenge ist halt wirklich, dass du so diesen Strich, diese Dynamik, die du jetzt in den kleinen Zeichnungen gut hinbekommst, dass du die halt auch im Großen dann hinkriegst. Wie viel würde der wert sein? Also sowas kostet jetzt auf dem Markt, wenn es in der Galerie verkauft wird, ca. 23.000 €. Mhm. Wie viel hättest du dafür vor 2 Jahren bekommen? Vor 2 Jahren vielleicht 8, 10, 8, 10, sowas. Und ganz am Anfang, vor 10 Jahren, als ich angefangen habe, habe ich meine ersten Bilder noch für 250 € verkauft. Ja. Ziemlich schneller Aufstieg. Kurze Biografie. In der 11. Klasse bricht Alexander die Schule ab, schafft es später ohne Abitur auf die Kunstakademie. Schon während des Studiums postet er seine Werke auf Facebook und Instagram. Die kommen gut an, die Preise steigen. Man bezahlt ja jetzt nicht den Ist-Zustand von einem Bild, sondern man bezahlt ja das komplette Know-how, was ich mir die letzten Jahre oder was sich ein Künstler generell angeeignet hat. Naja, jetzt bin ich noch sehr jung, ich werde jetzt 25, bin jetzt im Moment noch 24. Aber ich glaube, dass ich einfach in meinen jungen Jahren schon mehr gearbeitet habe als alle anderen. Und deshalb jetzt dann auch da bin, wo ich bin. Klingt arrogant, aber faul ist Alexander nicht. Er malt so viel, dass sein Atelier inzwischen zu klein ist für die ganzen Bilder. Oha. Einiges lagert deshalb im Gebäude nebenan. Ich arbeite halt dann wie ein Besessener. Also ich mache jetzt nicht irgendwie, dass ich so von 9 to 5 irgendwie mache, sondern ich schlafe dann auch nur 3, 4 Stunden. Zum Beispiel früher auch so Phasen gehabt, da habe ich komplett irgendwie 2 Tage die ganze Welt um mich außenrum vergessen. Ja, da haben sich die Leute dann schon Sorgen gemacht, wenn ich nicht geantwortet habe. Alexander erzählt, dass er seit Beginn der Pandemie noch kreativer sei als sonst. Da vorne komme ich rum, oder? Also das stößt dann nicht an, oder? Ja, ist noch 10 cm. Sehr gut. Ja, super, bist vorbei. Cool. Gut. Er arbeitet gerade an vielen Werken gleichzeitig. Das ist eins davon. Manchmal stehen die Bilder monatelang rum, dann schleift er wieder alles ab und übermalt das Ganze. Also jetzt denke ich mir, du fährst hier mit deinem 20.000 € Auto gegen Ecken und Kanten. Das Ding ist noch, es ist alles einfach Material, zusammengefügte Materie.
Ich habe ja jetzt quasi seit einem halben Jahr eine neue Serie angefangen, Der stumme Schrei. Ich glaube, dass gerade bei jungen Menschen die neuen Bilder, die wir jetzt hier auch sehen, viel Verständnis erwecken. Ja. Weil es ist ein Generationsschrei. Ich glaube, dass uns zurzeit allen so ein bisschen zum Schreien manchmal zumute ist aufgrund der aktuellen Situation. Bei jungen Menschen kommt er gut an, weil er mit seiner Kunst eben dort ist, wo junge Menschen sind, auf Social Media. Was ich oft geschrieben bekomme, ist gerade von jungen Menschen auf Instagram, dass ich ein Vorbild für die bin. Und ich war halt damals einer der Ersten gewesen. Also ich habe ganz früh auf Facebook angefangen, wirklich von Anfang an. Ja, da einfach auch versucht, irgendwie durch dieses Medium, wozu es, finde ich, auch da ist, Leute zu erreichen, die jetzt vielleicht nicht tagtäglich mit der Kunst in Berührung kommen, weil es eben vielleicht eine Barriere gibt, Angst gibt, irgendwie in eine Galerie zu gehen. Und ich habe mir auch ein bisschen so als Aufgabe gemacht, das Ganze so einfach anfassbar zu machen, aber jetzt nicht in dem Sinne so, dass es irgendwie gefaked rüberkommt, sondern dass es echt ist. Also wenn ich hier irgendwie nachts um 4 arbeite, dann poste ich eine Story und dann ist es echt, dann ist es nicht irgendwie gespielt oder so, sondern das bin ich. Und wie es aussieht, wenn er nachts arbeitet? So. Der kam ja jetzt vergleichsweise schüchtern rüber. Also auf Instagram wirkt er so punkig und tätowiert und laut. Und ich glaube, das muss man schon auch sein, um die Bilder zu verkaufen, um den Erfolg zu haben, den er hat. Weil ich weiß nicht, ob er mit dieser ruhigen Art, die er hier mit uns hatte, wirklich den gleichen Erfolg hätte. Wie viel Show braucht es also, um mit Kunst erfolgreich zu sein? Eine Antwort suchen wir hier. Ein paar Monate vorher in Köln. Ausstellungseröffnung mit Bildern von Lars Eidinger. Er ist Schauspieler und DJ und macht jetzt auch Fotokunst. Er steht gern im Rampenlicht, geht gern mal etwas zu weit. Viele meiner Freunde sind genervt von ihm, weil er wieder zeigt, wie toll sein Körper ohne Klamotten aussieht. Oder weil er mit einer Aldi-Tüte vor dem Schlafplatz von Obdachlosen posiert. Gerade deshalb wollen wir ihn treffen. Wenn jemand weiß, wie man auf sich aufmerksam macht und damit erfolgreich wird, dann er. Ich habe mal so Angst, dass ich mich verschreibe. Heute sind einige Fans gekommen, um ein handsigniertes Bild zu kaufen. Oder sich die Bravo unterschreiben zu lassen. Ich freue mich wahnsinnig. Viel. Ja, gerne. Danke fürs Kommen. Danke. Ja, gerne. Unter den Besuchern sind auch eine Menge junger Leute. Fast alle wegen Social Media hier. Also ich bin auf die Ausstellung aufmerksam geworden über die Insta-Stories von Lars Eidinger. Wir sind... Großen Lars Eidinger. Genau, ja. Warum? Ich würde sagen Instagram eigentlich. Der macht halt so wahnsinnig viel und das ist was, womit wir, glaube ich, selbst als Kunststudierende viel anfangen können. Sehr impulsiv, was er macht. Ne? Also, er ist ungefähr der einzige Feed, den ich richtig folge, vor allem was die Storys angeht und so. Sehr inspirierend. Die meisten Fotos hat Lars mit dem Handy gemacht und sie in einem Fotobuch veröffentlicht. Außerdem hat er sich von Künstler Erwin Wurm in Gips gießen lassen. Aber würde es diese Ausstellung geben, wenn Lars Eidinger nicht Lars Eidinger wäre? Eine provokante Frage an eine Person, die ganz gern provoziert. Das stimmt übrigens nicht, ne? Dass du gern provozierst? Ja, überhaupt nicht. Ich möchte überhaupt nicht provozieren. Ich habe noch nie irgendwas gemacht, um damit zu provozieren. Also finde ich auch verheerenden Ansatz. Wenn, dann Provokation in einem positiv konnotierten Sinne, also dass ich sage, ich möchte eine Reaktion provozieren. Aber Provokation um der Provokation willen führt meiner Meinung nach immer zur Distanz und genau das will ich vermeiden. Meine provokante Frage war, ob die Bilder hier auch hängen würden, wäre Lars Eidinger nicht der aus den Medien bekannte Lars Eidinger? Ja, aber dann würde ja keiner kommen. Die Tatsache, dass ich ein prominenter Schauspieler bin, die hat mir, glaube ich, überhaupt erst die Möglichkeit gegeben, meine Bilder zu zeigen, mein Fotobuch zu veröffentlichen. Klar, ist, glaube ich, auch noch was anderes. Es ist einfach der unbedingte Wille, sich zu zeigen und zu präsentieren. Und den haben manche Leute nicht. Sich zeigen, das geht halt besonders gut auf Social Media.
diese Instagram-Stories, die 24 Stunden im Netz sind, die gucken bei mir am Tag 20.000 Leute. Also schafft es mal 20.000 Leute durch eine Galerie zu schleusen. Und wenn man dann in gewisser Weise einen Kunstanspruch verfolgt, dann ist es natürlich eine wahnsinnige Power, die man da hat. Also da beneidet einen jede Galerie drum. Also das könnte man auf jeden Fall auch sagen. Ohne Instagram würde ich hier auch nicht sein. Also ich habe über Instagram meinen Galeristen kennengelernt. Die Leute haben über Instagram meine Fotografien kennengelernt, auf jeden Fall. Ich sage ihm, dass ich gerade durch Instagram manchmal das Gefühl habe, dass Kunst nur noch wie ein Produkt wirkt. Ich glaube, dass der Kunstmarkt immer noch was sehr Überschaubares, sehr Elitäres ist. Es gibt Maler, für die ich mich interessiere, von denen ich auch schon Sachen gekauft habe, die in den letzten Jahren so extrem im Preis gestiegen sind, dass ich sage, okay, aber also um das Bild jetzt zu kaufen, müsste ich 2 Filme drehen, damit ich mit der Nettosumme, die ich dafür kriege, das Bild kaufen könnte. Und das steht für mich in keinem Verhältnis dafür, dass ich an einem Film 2 Monate drehe. Ja. Das schließt plötzlich so und so viele Leute aus. Also keiner kann sich das leisten. Und dann habe ich auch teilweise an die Galerien geschrieben, für wen sind die Bilder eigentlich? Also wer sind denn eure Käufer? Wer sammelt die denn? So, und das sind dann halt irgendwelche Investoren oder Multimillionäre. Die Skulptur hinter ihm ist übrigens ein Gipsabdruck von seinem Arm. Preis 90.000 €. Möglich gemacht hat die Ausstellung der Galerist Nils Müller. Seine Galerie Rutkowski 68 gehört zu den Adressen deutscher Popkultur. Nils kennt sich aus in der Kunstszene und ist auch digital am Start. Auf Insta verkauft er sogar schon Drucke zum Beispiel. Wir haben natürlich gewisse Price Ranges, die dann mal günstiger sind. Ich sag mal so eine Range von 500 € bis 2000. Da passiert dann ganz viel Verkauf tatsächlich über die DMs, also Direct Messages. Und das ist schon ganz interessant, wie produktiv dann auch Instagram sein kann. Ja. Also muss man mitnehmen, finde ich. Also, ist es zugänglicher geworden dadurch? Ja, ich glaube, dieses ganze Social-Media-Ding ist halt Sodom und Gomorra. Man kann sich da so die Rosinen rauspicken, man kann sich aber auch viel zu viel darin aufhalten. Definitiv weitet das den Markt oder öffnet es. Es macht halt zugänglich, das ist auch wichtig, eine Nahbarkeit zu schaffen, auch als Galerie. Und natürlich haben auch die ganzen Künstler ihre eigene Plattform und können sich da ausdrücken. Am Abend nimmt uns Nils noch mit in seine zweite Galerie in Köln. So, hier hat alles angefangen. Wie lange ist das her? Genau 10 Jahre. Welcome. Wie alt warst du, als du angefangen hast? Mit der Galerie? Ich muss rechnen, 10 Jahre zurück, 28. Ist jung, oder? Ja, für so einen ja, als Galerist, ich glaube schon, ja, tatsächlich. Ja. Ich bin so ins kalte Wasser gesprungen. Ja. Was hier hängt, steht morgen zum Verkauf. Dann startet eine Ausstellung zum 10-jährigen Jubiläum von Rutkowski 68. Nils sagt, wahrscheinlich sei am Ende des Tages schon alles weg. Die Preise 5.000 bis 25.000 €. Auf dem Kunstmarkt geht es oft noch um ganz andere Summen, Millionenbeträge. Wenn ich wenn ich jetzt ein Narr wäre, ja, und in einer kurzen Zeit viel Geld verdienen möchte, dann kann ich auch Hochstapler sein und könnte flippen ohne Ende, könnte sehr viel Geld verdienen, würde mir aber doch meine eigene Zukunft verbauen. Flippen heißt im Prinzip spekulieren mit Kunst. Spekulieren, genau. Das machen sehr viele. Ne? Und da muss man eben auch seine Künstler vor schützen tatsächlich. Weil, also wir haben jetzt auch 2, 3 Künstler, die schon so ins Visier kommen, von eben auch dem Sekundärmarkt, also vom Flipper. Da muss man halt schauen, protecten. Und wenn man eben weiß, okay, Sammler XY kennt man nicht, der will ganz schnell ganz viele Arbeiten kaufen, muss man wirklich aufpassen. Ja. Primär wird Kunst noch immer durch Galeristen wie Nils verkauft. Wird sie dann von Auktionshäusern oder Kunsthändlern weiterverkauft, spricht man vom Sekundärmarkt. Dort treiben sich auch die Flipper rum. Spekulanten, die mit Kunst das große Geld machen wollen. Aber selbst in der Rutkowski 68 ist Kunst wie diese nicht billig. Wer kauft denn das, wenn ich das mal fragen darf? Du? Willst du es kaufen? Ja, ich glaube, es gefällt mir nicht so richtig gut. Aber das ist ja auch Geschmackssache. Und ich denke ehrlich gesagt auch, dass ich es mir nicht leisten kann, oder? Ja, das ist halt, Kunst ist natürlich teuer. Ja. Heißt in diesem Fall 8.000 €. Das wird auch oft falsch verstanden. Kunst kann man ja auch schon konsumieren, indem man es sich einfach anschaut. Ja? Also der Besitz von etwas, das ist natürlich der nächste Schritt.
Nils sagt, kaufen würden Sammlerinnen, aber auch erfolgreiche Kreative, die ein Stück Subkultur besitzen wollen. Einige sind über Instagram auf seine Galerie aufmerksam geworden. Was hältst du denn von Leuten, die über Instagram ihre Kunst vermarkten, damit erfolgreich sind, an Galerien vorbei und die sich selber dann so hochhypen? Da gibt es natürlich Spezialisten oder Menschen, die es wirklich schaffen, in diesem Frame perfekt nach außen dazustehen. Und da gibt es natürlich auch viele Künstler. Und das ist doch auch okay. Also Platz ist ja da auf dieser Welt. Ob ich das persönlich dann gut finde, ist eine andere Frage. Das muss man individuell sehen tatsächlich. Ist das eine politisch korrekte Antwort? Ne? Fame, der nur durch Social Media kommt, davon scheint Nils nicht viel zu halten. Zurück in München. Hallo. Alexander Höller will uns sein neues Atelier zeigen. Noch ist alles im Aufbau. In ein paar Tagen will Alexander hier mit seiner ganzen Kunst einziehen. 3-mal so groß wie sein altes Atelier. Ja, ist auf jeden Fall eine Menge Holz hier. Er braucht Platz, so steil geht's bei ihm bergauf. Alexander erzählt, seine ersten Bilder würden bald im Museum hängen, in Schweinfurt. Ja. Schon abgefahren. Er ist erst seit einem halben Jahr fertig mit der Kunstakademie. Ich muss zugeben, ich habe ihn unterschätzt. Er ist nicht nur jemand, der sich gut verkaufen kann. Ja, ich bin am 8.8.96 geboren und ich bin erst 24, aber dieses Vorurteil irgendwie, dass man als junger Mensch auch nicht irgendwie einfach was gut kann oder was besser kann als vielleicht ältere Menschen. Das ist so ein bisschen das, was ich auch brechen will. Wenn die anderen im Sommer am See Party gemacht haben, war ich halt irgendwie im Atelier bei 30 Grad, beziehungsweise damals noch in der Garage gestanden, weißt du? Und das sehen dann immer die wenigsten so, dass halt von nix auch nichts kommt. Trotzdem fragen wir uns, wie viel Alexanders Aussehen zu seinem Fame beiträgt. Wie sehr er darauf achtet, sehen wir gleich beim Termin mit seinem Schneider. Aber auch schon auf dem Weg dahin. Bist du jetzt quasi mit deinen Tattoos auch so eine Art lebendes Kunstwerk? Schon ein bisschen, ja. Also ich finde irgendwie es spannend, sich so immer weiter zu transformieren. Sich selber auch so ein bisschen zum Kunstwerk zu machen. Ich habe mich zum Beispiel letztes Jahr bei meiner Ausstellung in Köln auch am Abend der Vernissage tätowieren lassen. Hier auf der Handkante Sturm. Das war der Titel der Ausstellung. Auf seine Stirn hat Alexander sich The Emotion Artist tätowieren lassen. Der gefühlvolle Künstler. Den feiern die Promis. Ralf Möller, Dieter Bohlen, Arnold Schwarzenegger. Sie alle haben Kunst von Alexander gekauft. Du machst ja auch viel mit Stars, sag ich mal. Also du zeigst dich mit denen und hast ja auch auf deinem Insta-Profil verlinkt. Ist es so ein Übel, was man mitnimmt, oder findest du es schon auch geil, dass die da am Start sind? Kommt drauf an. Also letztendlich bin ich ein Typ, der Menschen, also sich mit Menschen umgibt, die mir irgendwie was bringen, was geben und denen ich auch was geben kann und die ich mag und die mich mögen. Und ob jetzt ein Arnold Schwarzenegger auf einer Vernissage ist oder ein Kumpel ist, letztendlich geht es um die Kunst. Aber ist dir bewusst, dass sie deinen Wert steigern? Ich sag mal so, ich bin unter uns jetzt, ich bin stolz drauf, wenn zum Beispiel auch ein Oliver Kahn ein Bild von mir hat, weil das war zum Beispiel ein Kindheitsidol von mir gewesen. Ich habe mir mit 8 Jahren damals das erste Trikot gekauft. Ich war auch Torwart gewesen und ja, bin ich dann natürlich auch stolz, wenn die dann auch was von mir haben, einen Teil von mir haben. Voll. Der Alexander, den wir bisher erlebt haben, ist ziemlich anders als der von Instagram. Ist sein digitales Ich dann einfach nur Show? Beim Schneider kommen wir der Antwort ein Stück näher. Wir sind in der Luxusstraße von München. Alexander sucht hier ein besonderes Hemd. Alles gut für dich? Ja, doch. Wie geht's dir? Auch okay, danke. Das Hemd, das er eigentlich haben wollte, zu teuer. 3.500 €. Das ist auch ihm zu viel. Aber sein Schneider hat noch eine günstigere Alternative. Das ist nur ein Beispiel, Ja. natürlich. Der Stoff ist ja, kann man ja austauschen. Ja. Finde ich gut. Was den Unterschied zwischen, siehst du, das ist so ziemlich stark. Das ist zu hart. Stift, ja. Ich finde, das hat auch was von Serviette irgendwie. Das finde ich nicht. Genau. Das ist schöner. Ja, das ist weicher. Das ist ja, ich gut. Genau. Ja. Schön. Und man Nächster Schritt, Stoffauswahl. So, dann haben wir ein Klassik-Weiß.
Das ist auch ein bisschen durchsichtig und das ist ganz schön auch für deine Tattoo. Ich finde auch, ja. Oder? Was meinst du? Schon. Okay. Jetzt Alexander nochmal so. Danke dir. Die günstigere Alternative kostet 700 €. Im Atelier hatte uns Alexander noch gesagt, dass er meist irgendwelche Bandshirts trage, nicht besonders auf seine Kleidung achte. Wie passt das denn zusammen? Durch dein Insta habe ich das Gefühl, das ist alles schon durchdesignt. Du hast da deine Klamotten, die maßgeschneidert sind und auch eine bestimmte Ästhetik da drin. Total. Und das hilft alles dem, wer du als Künstler bist und dann im Endeffekt auch deinem Erfolg. Ich gebe dir da vollkommen recht. Also ich meine, alles, was ich mache und was ich auf Instagram poste, ist natürlich bedacht. Aber so bin ich halt. Also es gibt diese zwei Personen. Es gibt diese super extrovertierte Person, die irgendwie kein Limit kennt. Und dann gibt es aber auch die sehr nachdenkliche, ruhige, introvertierte Person. Aber ich finde halt schon irgendwie, je nachdem, wie man halt auch wirken will, so muss man auch erscheinen. Also keine Ahnung, ich probiere mich halt auch abzusondern von der Masse, ganz klar. Dabei helfen eine auffällige Frisur, Tattoos am ganzen Körper und eben Designerklamotten. Aber Alexander kassiert nicht nur Likes mit knalligen Fotos auf Insta, sondern arbeitet auch ganze Nächte allein im Atelier. Am Ende des Tages sind wir noch auf ein Bier an der Isar. Hier sitzt Alexander häufiger und zeichnet. Ich male jetzt den Bierteufel. So, dann braucht er auf jeden Fall noch ein paar Augenringe. Alexander sagt, dass die Künstlergeneration vor ihm bei so einem Film eher nicht mitgemacht hätte. Damals hätten sich nur wenige Künstler so ins Rampenlicht gestellt. Auf deinem Instagram-Account bist du zu sehen. Deine Kunst auch, aber du ganz viel. Und es wirkt schon, als wenn du das auch bewerben müsstest mit dir als Person, was du dort auf der Leinwand machst. Sagen wir so, ich nutze mich selber aus. Das ist eine krasse Aussage, aber ich glaube, Künstler ist ein Auftrag irgendwie. Und deshalb ist auch nicht jeder irgendwie, das ist irgendwie so, nicht jeder kann das. Also du musst da auch irgendwie über deine Grenzen rausschießen teilweise. Und im Prinzip dich hinten an der Kunst stellen. Es hat so einen Unterton von Pathos. Weißt du, was ich meine? Ich bin so ein Gesamtkunstwerk. Ich weiß nicht, ich finde halt Kunst ist irgendwie, es kann nicht sein, dass Kunst nur darin besteht, um irgendwie schöne Gegenstände herzustellen, die sich reiche Leute an die Wand hängen. So. Das ist, glaube ich, nicht der Sinn von Kunst. Ich glaube, der große Sinn ist irgendwie, dass wirklich eine Message vertreten wird. Und jetzt mit der neuen Serie merke ich, dass es bei mir einfach genau den Nerv der Zeit trifft. Der Nerv der Zeit ist außerdem Kunst nicht nur in Galerien, sondern auch auf Social Media. Für junge Künstlerinnen und Künstler führt daran kaum ein Weg vorbei. Wer sich selbst in Szene setzt, ist dabei klar im Vorteil. Sieht manchmal nach viel heißer Luft aus, aber wir haben gelernt, ohne harte Arbeit kein Erfolg. Nur mit tollen Fotos auf Instagram wird niemand zum nächsten Picasso. Auf Social Media gibt es natürlich noch viel mehr erfolgreiche KünstlerInnen. Wem folgt ihr denn so und wen feiert ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wo wir schon beim Thema Kunst sind, darum geht es auch beim Kanal Sounds Off. Zum Beispiel in dem Video, was wir euch verlinkt haben. Da zeigt eine Berliner Elektromusikerin, dass sie auch ziemlich genau weiß, wie man auf sich aufmerksam macht.